Hola aus La Calera. Die letzte Möglichkeit, um Wasser aufzunehmen. Ich nehme eine Cola. Ja. Aber nur mit Zitrone. Schlafsack, Isomatte, Kissen. Alles total nass. Wir sind die einzigen Idioten, die hochlaufen. Ne? Und wer Lust hat, kann es auch gerne nachmachen. Wir machen hier gerade unser Kaffee. Wir sind wo sind wir hier? Genau. Bis später. Ciao. Guten Morgen. Wir haben soeben unseren Schlafplatz verlassen. Und zwar haben wir da geschlafen. Auf dieser unglaublich tollen Terrasse. Also es war ein ganz, ganz toller Abend. Wir haben dann ganz gemütlich gesessen, unser Essen gekocht. Wie nicht anders zu erwarten, war die Nacht sehr, sehr feucht. Und da nicht davon auszugehen ist, dass in kürzerer Zeit hier die Sonne in den Barranco fällt, haben wir jetzt entschieden, alles komplett nass einzupacken und erstmal ein Stück zu laufen, bis wir weiter oben sind und dann in der Sonne alles nochmal auszubreiten. Jetzt ist unser nächstes Ziel Salama oder so ähnlich. Dort müssen wir auch wieder Wasser aufnehmen. Dann sagen wir mal bis später. Und hier sehen wir auch unsere tierischen Nachbarn. Die haben gestern Abend ganz schön Lärm gemacht. Ja, hier haben wir geschlafen. So, halbe Stunde gelaufen. Denke ich zumindest, halbe Stunde. Jetzt gibt es was zu essen. Und hier haben wir unsere Trockenstation aufgebaut. Schlafsack, Isomatte, Kissen, Jacke und das Ganze nochmal Schlafsack, Isomatte, Kissen. Unsere beiden Tyvex, die wir als Unterlage nachts benutzen. Ja, und dabei haben wir eine ganz schöne Aussicht. Haben auch gerade schon Müsli-Pause gemacht. Guten Appetit. Danke. Und dann geht's weiter. So, kleiner Einblick in die alltägliche Arbeit momentan. Von da oben kommen wir, sind dann hier in so einem Zigzag runter. Wenn man unten angekommen ist, dann geht man den ganzen Kram prinzipiell wieder hoch. Da oben sind wir gleich. Ich hoffe, da gibt es Kaffee, zumindest Wasser. So ist es. Und wer Lust hat, kann es auch gerne nachmachen. Super zu empfehlen. Vergesst die brennende Sonne, Ja. die wirklich kaum auszuhalten. Ja. Es ist ein Krampf. Genau, dementsprechend. Viel Spaß. So, wir haben jetzt gerade wieder La Dama verlassen. Wir haben dort, halbe Stündchen, 40 Minuten Pause gemacht. Das war jetzt erstmal die letzte Möglichkeit, um Wasser aufzunehmen für die nächsten ungefähr 18 Kilometer. Und das haben wir natürlich genutzt, um auch noch 3 Cola zu trinken und ein Bocadillo zu essen. Ist ja klar. So, und jetzt wieder mit 8 Liter Wasser oder 7,5 Liter Wasser im Gepäck geht es jetzt weiter. Einmal in diesen Barranco, also einmal den Barranco hinunterlaufen und dann, man sieht es ganz schön, auf der anderen Seite wieder hochlaufen. Ja, ich glaube 8 oder 9 Kilometer haben wir heute schon auf der Uhr. Es müsste irgendwas zwischen 12:30 und 12:30 sein, glaube ich, oder um 1. Ja, und wir wollen schon noch so mindestens 10 Kilometer heute schaffen. Einfach mal anhalten und gefühlt 2 Quadratmeter Schatten genießen in der sonst so sonnigen Gegend. Wir sind jetzt hier den ganzen Bums runtergelaufen bis ans Meer. Und was ist dann passiert?
Wir sind den ganzen Bums wieder hochgelaufen. Genau. Es ist doch unglaublich. Und da geht's weiter. Und wie wir sehen wir keinen Schatten. Ich nehme eine Cola. Ja. Aber nur mit Zitrone. Sonst möchte ich keine. So, wir sind oben. Da unten waren wir noch vor, ich weiß nicht, einer halben Stunde. Jetzt sind wir oben an der Klippe. Und wir sehen Valle Gran Rey. Unser morgiges Frühstücksziel sozusagen. Beziehungsweise da werden wir morgen früh als erstes hingehen, um wieder Wasser aufzufüllen. Naja, und wo geht's jetzt lang? Irgendwie da hoch. Tja, mehr wissen wir auch noch nicht. Und was wir auch gerade entdeckt haben, Fortaleza. Da waren wir vor wie vielen Tagen? Vor 4? Vor 3? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall waren wir dort schon mal direkt davor gestanden, nur von der anderen Seite. Und sind dann da auch oben lang gelaufen. Wir sind die einzigen Idioten, die hochlaufen, ne? Kein einziger anderer Mensch ist uns heute begegnet. Ich wiederhole mich, glaube ich. Ich weiß einfach, kein Schatten. Die ganze Zeit Sonne, kein Wasser, gar nichts. Nur bergauf in einer Tour. Seitdem wir unten am Meer gestartet sind, geht es nur bergauf. Also das erste Mal, dass ich auch keinen Bock mehr hatte. Und dann die scheiß Fliegen. Die haben mich fertig gemacht. Übrigens, man sieht das ganz schön. Und da sind 1000 Wolken. Mhm. Und nicht eine einzige hat es bis zu uns geschafft. Was halten wir dafür? Wir sind nicht getan? hoch genug. Ja. 25 haben wir jetzt wieder gegessen. 25 Gramm. Mhm. Das ist jetzt 80 Kalorien gewesen. Toll. Tropfen auf den heißen Stein. Scheiße. Naja, wir machen weiter. Bis später. Guten Morgen. Wir sind gerade aufgestanden auf unserem wundervollen Mirador. Wir haben unser Nachtlager hier in der Ecke errichtet und das war eine super ruhige Nacht. Es war super eben, super sauber, alles toll, aber wieder unglaublich nass. Also ich glaube, so nass wie heute waren unsere Schlafsäcke vorher noch nicht. Also das ist, ich verstehe gar nicht, woher die ganze Feuchtigkeit kommt. Es geht auch nur zwischendurch ein ganz, ganz sanfter Wind, also auch nichts, was jetzt irgendwie helfen könnte, die Sache zu trocknen. Wir sind es ja jetzt schon gewohnt über die letzten Nächte, von dem her ist egal. Muss nachher nochmal separat getrocknet werden. Kein Problem. Ansonsten sieht man hier nochmal meine Schlafecke, Alex' Schlafecke. Wir machen hier gerade unser Kaffee. Ja, wo gehen wir überhaupt hin? Wir gehen nach Valle Gran Rey. So nehme ich. Puh, ich brauche jetzt noch einen Kaffee. Ich bin noch nicht ganz wach. Und dann geht's rein in das wunderbare Paradies. Hola aus La Calera. Wir haben gerade Mittagspause gemacht mit den besten
Baguettes à la Casa, die man sich vorstellen kann. Ein kleines Lokal. Wir haben uns auf jeden Fall satt gegessen, Kaffee getrunken, Cola getrunken und natürlich wieder 8 Liter Wasser aufgenommen. Ach ja, was auch noch zu erwähnen ist, wir wussten ja heute Morgen, das sind nur noch 5 Kilometer bis hierher. Aber wir haben sage und schreibe 2 Stunden dafür gebraucht und waren erst um 12 hier, nachdem wir auch erst um 10 Uhr von unserem Schlafspot los sind, um die Sonne abzuwarten und unsere Klamotten zu trocknen. Ja, jetzt ist es 1 und ganz im Hintergrund sieht man wieder das Meer. Wir haben einen Blick auf die Karte geworfen und wissen, dass es knapp 700 Meter hoch geht. Zum Glück sind auch schon ein paar Wolken am Himmel und wir hoffen, dass wir nicht in der prallen Mittagssonne den Aufstieg machen müssen. Auf jeden Fall wird es anstrengend und wir gucken mal, ob wir es bis dahin schaffen. So, wir sind, keine Ahnung wie hoch, arschanstrengend und vielleicht sieht man es, diesen kleinen weißen Punkt. Dort, das ist die Kirche und der Mirador, an dem wir letzte Nacht verbracht haben. Das heißt, wir den ganzen Bums auf der anderen Seite bis runtergelaufen und jetzt hier wieder hoch. So schätzungsweise, vielleicht sind wir jetzt 550 Höhenmeter, 600, sowas im Dreh und völlig am Arsch. Keiner gesagt, dass es leicht wird. Nee. Wie geht's dir? Ich bin ehrlich gesagt klitschnass. Und die Sonne, die knallt ganz schön durch die Wolken. Wir haben zwar super gut gegessen unten im Ort, aber es ist halt auch nicht das richtige Essen, um direkt in der Mittagssonne den Berg hochzulaufen. Aber das war vorher klar. Aber Egal, der Bums ist lecker. schon wieder fast verbrannt. Lecker war's. Verarbeitet. Jo, Deswegen müssen wir schon wieder nachlegen. so ist es. Genau. Bis später. Ciao. Auf geht's. Aufi. Guten Morgen. Es ist 7:30 Uhr. Wir sind aufgestanden, sind schon wieder komplett gepackt. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, aber wir versuchen mal unser Glück. Wir werden jetzt nach Alojero hinuntergehen. Das ist der Ort, der ist 1 Kilometer entfernt. Und schauen, ob wir da einen Kaffee bekommen können und natürlich wieder 8 Liter Wasser. Ja, das hier war unser Spot für die Nacht. Super schön. Es sind so alte Terrassen, überall mit Palmen. Ja, und ansonsten haben wir in nassen Schlafsäcken geschlafen, weil wir die ja gestern nicht mehr trocken gekriegt haben. Das wird sich schon geben. Es kommt schon wieder die erste warme Luft. Das heißt, wir gehen jetzt los. Und mit dem Kaffee sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Bis dahin.
die erste Quelle, die wir auf La Gomera gefunden haben. Außerhalb von Wasserhähnen an Rastplätzen. Buenos dias. Es ist mittlerweile schon kurz vor Mittag. Das mit unserem Wasser und Frühstück in Alojero hat nicht funktioniert. Beide Geschäfte, der Supermarkt und das Café, waren noch geschlossen. Naja, und wir haben uns dann entschieden, einfach weiterzugehen, weil wir herausgefunden hatten, dass in 5 Kilometern noch ein Restaurant kam. Und in dem waren wir jetzt. Der Anstieg bis dahin war mal wieder beschwerlich. Aber ja, es ist nichts Neues. Ja, da haben wir jetzt was gefrühstückt, einen Kaffee getrunken, Wasser aufgenommen. Und jetzt sind wir auf den finalen Kilometern an unserem allerletzten Tag unserer Umrundung und Durchquerung. Unser Ziel liegt ungefähr in 14 Kilometern, Vallehermoso. Und ja, sind auch schon ein bisschen traurig, dass das jetzt tatsächlich die letzten Kilometer sind. Wir freuen uns natürlich, dass wir es dann geschafft haben, aber ein bisschen traurig ist es ja immer, wenn so ein Abenteuer endet. La Palma. Sehr schön. So schnell kann es gehen und die Wolke macht alles dicht. Aber unser Weg zum Glück ist wolkenfrei. So, wir werden jetzt hier oben lang laufen, auf dem sandigen, hier rüber. Und dann geht es hier komplett nach unten bis zum Playa Vallehermoso. Und dann geht es das Tal nach oben, nach Vallehermoso direkt. Und dann sind wir halt auch schon da. Der Berg hat uns ausgespuckt. Wir sind wo sind wir hier? Playa de Vallehermoso. Haben jetzt gerade den letzten harten Abstieg hinter uns. Ja, und jetzt heißt es nochmal 3,7 Kilometer Straße bis Vallehermoso. Und dann war's das. Dann sind wir angekommen. Wir gehen jetzt erstmal weiter, freuen uns schon auf ein lecker Baguette und auf das wohlverdiente Bierchen. Oha. Schau. Check. Perfekt. Hier waren wir schon mal vor ein paar Tagen. Und hier werden wir auch jetzt einfach mal ordentlich ein Päuschen machen und anstoßen, dass wir es geschafft haben.